Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Schon zu wissen, was Jesus denkt. Aber was würden meine Freunde dazu sagen? Ich rufe sie mal an. Hallo? Ja, ich bin's. Kannst du zu mir kommen? Ja, klar. Hallo, wer ist da? Javier spricht. Kannst du jetzt kommen? Zu dir? Jederzeit. Ich habe eine wichtige Frage, die wollte ich euch stellen. Fragen sind die Spezialität für Philosophen wie mich. Ihr seid auch Spezialisten für komplizierte Antworten. Gut, ich würde gerne wissen, was ihr dazu meint. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus war ein sehr weiser Mann. Er spricht zu dem jüdischen Volk und fasst alle ihre Gebote in diese zwei Aussagen zusammen. Großartig. So, bist du mit ihm einverstanden? Ja, also er setzt voraus, dass es einen Gott gibt, an den wir glauben können, mit dem wir auch in Beziehung treten, mit dem wir sprechen. Könnte man darüber diskutieren, ob es so einen Gott gibt oder nicht. Was denkst du? Das ist Glaubenssache. Es gab einen Philosoph, Immanuel Kant, der versucht hat, eine Ethik zu entwerfen für alle Menschen, unabhängig davon, woran sie glauben. Er hat gesagt, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Damit meint dieser schlaue Mensch, dass wir so handeln sollten, wie es auch ein allgemeines Gesetz für alle gelten würde. Ich habe nicht gesagt, dass er zu kompliziert redet. Wärst du dann also mit Jesus einverstanden? Das Gebot Jesu richtet sich an alle, die glauben. Das finde ich gut, aber ein ziemlich großer Anspruch und dafür muss man auch glauben. Und du, was denkst du? Gebote, es gibt schon genug Regeln. Corona-Regeln, Verkehrsregeln. Ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt, der uns solchen Gebot gegeben hat. Ich glaube, das ist einfach nur eine Erfindung. Was wäre für dich also das Wichtigste, das größte Gebot? Ich würde lieber sagen, liebe dich selbst, denke an dich. Also wenn ich nicht an mich denken würde, wer würde an mich denken? Jeder denkt an sich selbst. Aber ist es nicht schön, wenn jemand dir etwas Nettes für dich macht oder etwas, das dich überrascht? Auch wenn du die anderen liebst, ein bisschen Zeit für die anderen gibst, macht nicht dein Leben glücklicher? Auf lange Zeit macht es einen Menschen unglücklich, so zu leben, ohne zu lieben. Die menschliche Natur ist erschaffen, ist so angelegt, um zu lieben. Das meine ich, dass Gott uns kein schweres Gesetz gibt, das uns bedrückt, sondern im Gegenteil. So, indem er uns das sagt, das ist ein Hinweis, wie wir glücklich leben können. Sodass er weiß, dass wir in unserer Natur sind gemacht, um zu lieben. Und daher sagt uns, tut so und werdet ihr glücklich. Also ich glaube, dass Gott dieses Gebot uns gegeben hat, damit wir glücklich leben können. Es kann auch eine große Hilfe sein, um zu unterscheiden, wann ich richtig, wann ich falsch handle. Zum Beispiel jeden Morgen könnte ich mich fragen, wie kann ich heute Gott glücklich machen, Gott lieben? Wie kann ich meinen Nächsten einen Gefallen tun? Wie kann man Gott zeigen, dass man ihn liebt? Gleich wie bei den Menschen. Man kann Zeit für ihn geben, indem man zum Beispiel betet. Man kann auch jeden Tag versuchen, ihn mehr kennenzulernen, indem man zum Beispiel aus der Bibel liest oder darüber nachdenkt, alles was er in deiner Geschichte gemacht hat oder was er in der Schöpfung gemacht hat. Aber Gott kann man nicht sehen, man kann nicht hören oder spüren. So, woher weißt du, dass es einen Gott gibt? Ich kann auch deine Gedanken nicht sehen, ja? Man kann weder beweisen, dass es Gott gibt, noch, dass es ihn nicht gibt. Aber das wäre für ein sehr langes Gespräch. Ja, die Gespräche über ein transzendentales Wesen sind super spannend. Ich glaube, wir gehen am Thema vorbei. Ja, du wolltest uns sagen, was dieses Gebot für dich bedeutet. Ja, richtig. Das habe ich gesagt. Dieses Gebot hilft mir zu wissen, wie ich glücklich leben kann. Ist das nicht eine Utopie, ein Ideal? Nein, das glaube ich nicht.
Es gibt Menschen, die so gelebt haben, die nennen wir die Heiligen. Und es gibt auch Menschen, die ich kenne, die in der Kirche sind, die versuchen auch, sich ihr Leben danach zu richten. Also ich glaube nicht, dass Gott etwas von uns fordert, ohne uns es vorher zu geben. Gott hilft. Und wie hilft er dir? Erstmal hilft mir Gott, indem er mir zeigt, wie schwer oder wie traurig das Leben ist, wenn ich nur um mich selbst kreise. Vielleicht ist das Leben einfach so, man muss es annehmen. Eben nicht. Als Christ lerne ich immer mehr Gott kennenlernen, dass Gott Liebe ist, dass Gott Barmherzigkeit ist. Und in der Kirche spüre ich, dass ich angenommen bin, wie ich bin. Und gerade das, dass sogar, wenn ich nicht liebe, meine Sünden vergeben werden, dass ich vergeben werde, dass ich eine zweite Chance habe. Und das hilft mir auch so zu lieben. Das macht Sinn. Das freut mich zu hören, dass der Glaube dir hilft, besser zu leben.